Wir stellen auf unserer Webseite ja viele Länder vor, von der Schweiz bis Namibia ist wirklich alles dabei. Aber gemäß unserer Webstatistiken zu beurteilen, ist Ungarn das Land, zu dem der meiste Content bei uns aufgerufen wird. Bist du überrascht? Nun, nach Malta hat Ungarn die niedrigste Körperschaftsteuer in der EU, gerade mal 9%, also der gleiche Steuersatz, wie zum Beispiel mittlerweile auch in Dubai fällig wird. Wenigstens, wenn man mehr als 750.000 Euro Umsatz macht, denn erst ab dann zieht ja die neue Körperschaftsteuer in den VAE. Davor ist natürlich Dubai günstiger, weil du gar keine Steuern bezahlst. Wer also ein Unternehmen in der EU ansiedeln möchte, sollte sich Ungarn auf jeden Fall ansehen und gegebenenfalls die Gründung einer Gesellschaft dort mit dem Wegzug ins Ausland kombinieren. Wer es steuerlich sehr günstig haben will, sollte nicht selbst nach Ungarn auswandern, sondern dort nur eine Firma gründen und dann in Spanien oder Portugal leben oder auch Malta, Zypern, Irland und so weiter. Du legst dann einfach eine Holding über die Firma in Ungarn, zum Beispiel in Malta, die den Gewinn aus Ungarn steuerfrei an dich ausschüttet und musst dann in Spanien oder Portugal überhaupt keine Steuern mehr bezahlen. Ungarn ist sehr liberal, was die Quellensteuer anbelangt, wenn Dividenden an eine EU-Muttergesellschaft ausgeschüttet werden. Den Kokolores, den wir aus Deutschland, Österreich und der Schweiz kennen, wo du erstmal mindestens 25% Quellensteuer bei Ausschüttung bezahlen musst, den gibt es in Ungarn nicht. Hier musst du nicht die Quellensteuer zurückfordern, sondern du kannst sofort die Nettodividende an die Holding überweisen. Sehr angenehm. Im Endeffekt hast du dann persönlich 91%. Denn die Holding, zum Beispiel Malta, kann ja komplett an dich steuerfrei überweisen. Dann hast du also im Endeffekt die gleiche steuerliche Belastung wie in Dubai. 9% Körperschaftsteuer, keine Steuern auf dein Einkommen und du bist in Europa und gar nicht so weit weg. Doch auch wenn du selbst nach Ungarn umziehen willst, hast du gute Karten. Vielleicht gefällt es dir ja sehr gut. Ungarn lockt Unternehmer mit niedrigen Lohn- und Energiekosten, ebenso wie mit einer guten Infrastruktur und günstigen Immobilienpreisen. Dementsprechend beliebt ist das Land bei Auswanderern, die sich gern in der EU ansiedeln möchten, aber auch gern ein ruhiges Leben genießen möchten, wie zum Beispiel in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Einkommensteuer beträgt sage und schreibe 15%. Da gibt es eine Flat Tax. Dabei ist sowohl das in Ungarn generierte Einkommen zu versteuern, als auch dein Welteinkommen. Mit mehreren Ländern bestehen Doppelbesteuerungsabkommen. Diese verhindern, dass Einnahmen mehrfach besteuert werden. Kryptoeinnahmen werden in Ungarn ebenso wie andere Einnahmen besteuert. Aus dem Ausland stammende Kapitaleinkünfte, die im Land der Ansässigkeit besteuert werden, werden in Ungarn entsprechend mit dem Einkommensteuersatz besteuert. Du siehst also, hier hast du 15% Steuern in Kombination jetzt mit der Körperschaftsteuer, so ungefähr dann 25, ein bisschen weniger. Es gibt natürlich auch Sozialabgaben, die du bezahlen musst. Die sind aber gekappt und da wird nicht sehr viel bei rauskommen bei den Sozialabgaben. Der Mehrwertsteuersatz ist im Gegenteil zur Körperschaftsteuer der höchste in ganz Europa, 27%, 10 Prozentpunkte über der Mehrwertsteuer in Luxemburg. Ermäßigte Mehrwertsteuersätze gelten für Arzneimittel, medizinische Geräte, Zeitungen, Zeitschriften und Bücher sowie für Milch, Milchprodukte und Getreideprodukte. Was sind nun die Highlights, wenn du nach Ungarn auswanderst? Nun, über die günstige Einkommen- und Körperschaftsteuer hinaus hat Ungarn Auswanderern einige Vorteile zu bieten, zum Beispiel niedrige Lebenshaltungskosten. Sowohl die Preise für Lebensmittel und andere Verbrauchsgüter als auch die Energiepreise in Ungarn deutlich niedriger als in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bei gleichem Einkommen können sich Auswanderer in Ungarn deutlich mehr leisten. Die Immobilienpreise sind günstig. In Ungarn kannst du ein Einfamilienhaus mit Grundstück je nach Größe und Region schon ab 50.000 Euro erstehen. Das ist für Familien ebenso interessant wie für Rentner, Freiberufler oder Unternehmer. Auch die Preise für Wohnungen, wenn du diese mietest, sind deutlich günstiger als in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Es gibt attraktive Investitionsmöglichkeiten. Nicht nur die Preise für Häuser und Wohnungen sind niedrig, sondern auch die Preise für Agrargrundstücke. Damit bietet sich in Ungarn die Möglichkeit, durch Kauf von Farmland Vermögen zu sichern. Pro Person ist das Kaufland allerdings auf eine Größe von 1 Hektar beschränkt. Als letzten Punkt möchte ich hier die kulturelle und landschaftliche Vielfalt nennen. Ungarn ist ein Land, das vielfältige Regionen und zauberhafte Landschaften zu bieten hat. Ein Besuch wert sind beispielsweise die Weinregion, aber auch der Plattensee, Balaton sowie reizvolle Städte
wie Szeged oder Eger. Tanztheater, Architekturliebhaber kommen hier auf jeden Fall auf ihre Kosten. Das Einzige, was wir hier anbringen müssen, was nun ein Nachteil ist, ist die Sprache. Ungarisch ist ja eine der kompliziertesten Sprachen weltweit, ist, glaube ich, dem Finnischen irgendwo ganz ähnlich oder damit verwandt. Natürlich für alle anderen ein fast unüberwindbares Hindernis. Gott sei Dank gibt es in Ungarn sehr viele Menschen, die Englisch sprechen, zum Teil sogar auch Deutsch. Auch viele der Behörden kommunizieren mit Ausländern durchaus in Englisch. Aber es ist natürlich unablässig, dass du einen lokalen Steuerberater und Rechtsanwalt hast, der dich hier letztlich durch den Dschungel begleiten kann. Wenn du ins Ausland umziehen willst oder im Ausland ein Unternehmen gründen willst, ganz egal ob in Ungarn oder in einem anderen Land, dann sind wir deine Ansprechpartner. Wir machen seit mehr als 20 Jahren fast nichts anderes. Hier in der Videobeschreibung ist ein Link drin, da kannst du eine Beratung buchen für eine steuerliche Standortbestimmung. Dann können wir sprechen und über dein Projekt reden, ganz egal, ob jetzt Ungarn für dich die höchste Priorität hat oder vielleicht du lieber in ein anderes Land umziehen möchtest oder vielleicht einfach einen Tipp willst und für Vorschläge offen bist. Ich freue mich auf deine Kontaktaufnahme und freue mich darauf, dich im Beratungsgespräch kennenlernen zu dürfen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.